Cloudy 666. Für genauere Informationen zum Video oder der Geschichte von Cloudy 666 lesen Sie bitte die Videobeschreibung, die Packungsbeilage oder fragen bei Ihrem Schwarzmetaller des Vertrauens nach weiterer Auskunft. Heil Satan, Heil Dunkelheit, Heil Schwarz. Heute ist Freitag und mein Bruder ist am Mittag heimgekommen. Gerade im Auto, wo wir ihn vom Bahnhof abgeholt haben, habe ich ihm ganz stolz erzählt, dass ich seine alten blöden Kassetten und alten blöden Schallplatten an einen berühmten Sänger verkauft habe. Ich habe ihm gesagt, dass er richtig stolz sein kann auf mich, weil die dummen alten Sachen braucht niemand mehr. Und er soll froh sein, dass ich mich so eine Mühe gegeben habe, jemanden zu finden, der den Müll haben will. Am Anfang hat er ein bisschen ungläubig geschaut und gesagt, ich soll ihm das bitte noch mal ganz genau erzählen. Ich habe ihm also alles nur mal erzählt und dann hat er begriffen, dass es gar kein Witz war. Ich habe ihn angelächelt und gefragt, wann ich meine Belohnung bekomme. Mein Bruder ist ganz weiss im Gesicht geworden und dann ganz plötzlich rot. Er hat angefangen zu zittern. Ich glaube, er hat sich sehr gefreut. Dann hat er etwas sagen wollen. Weil aber unsere Eltern auch dabei waren, hat er es nicht gemacht. Belohnung habe ich aber auch keine bekommen. Nur als wir hintereinander ins Haus gegangen sind, hat er gesagt, du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Ich bin den ganzen Nachmittag gespannt, was er etwa für eine Überraschung für mich hat. Aber es ist nichts passiert. Er hat nur mit meinen Eltern in der Stube geschrien, aber warum weiß ich auch nicht. Irgendetwas von zusperren und aufpassen und kein Vertrauen habe ich gehört. Vielleicht will er ja ganz ausziehen. Am Abend bin ich wieder mit der Melita ausgegangen. Ich habe mir extra mein cooles, rotes Sisley-Girly-Shirt angelegt und eine rote Skaterhose und eine blaue Sonnenbrille aufgesetzt. Weil das bei den Satanisten auch in ist, hat Melita gesagt. Sie hat wieder das Gleiche wie immer angehabt. Wir haben dann auch wieder in das coole Satanistenlokal wollen. Aber dort haben sie uns nicht reingelassen. Weil jetzt haben sie einen Türsteher. Die sagen, man braucht einen Ausweis, um zu zeigen, dass man schon 18 ist. Und sonst dürfen wir da gar nicht rein. Wir werden unsere Ausweis fälschen. Aber wir wissen noch nicht wie. Also sind wir halt in ein anderes Lokal gegangen, wo man mit 12 rein dürfen. Das Lokal heisst Schülerzentrum rettet das Kind und ist gerade beim Bahnhof. Leider dürfen wir dort nicht rauchen und nicht trinken. Aber die alten Damen dort, die sind richtig freundlich. Duzi, 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 du. Die passen dort auf die Kinder auf und haben von uns wissen, zu welcher Sekte wir gehören. Wir haben dann gesagt, dass wir unsere eigene Sekte haben. Children of Satan! Die alten Frauen sind Christen und haben uns bekehren wollen. Aber das haben wir nicht wollen, weil Satan viel cooler ist als Gott. Satan, hui! Jesus, pfui! Darum sind Melita und ich dann auch wieder gegangen, weil die Frauen uns genervt haben. Wir sind ein bisschen bei der Busstation rumgehangen und haben Wein aus der Packung getrunken, wo wir uns bei der Tankstelle gekauft haben. Kind sein, das ist echt blöd. Nichts dürfen wir. Am 7. hat uns Mami dann abgeholt und heimgefahren. Die bin ich dann gerade in mein Zimmer, weil ich so gemein gefunden habe, dass wir nicht mehr in das Satanistenlokal dürfen. Aber in meinem Zimmer war alles ganz anders. Es sind keine Poster mehr an der Wand gehangen und mein verkehrtes Kreuz aus Karton
ist auch nicht mehr da gewesen. Alle meine Poster und Bravo-Heftli und alle brannte Him-CDs und Marilyn Manson-CDs sind zerbrochen und zerrissen am Boden herumgelegen. Ich habe gerade angefangen zu brüllen, weil die Poster wirklich teuer sind. Und ich habe keinen CD-Brenner. Und weil ich so laut gekühlt habe, sind dann auch meine Eltern ins Zimmer schauen. Und ich habe laut geschrien. Wer ist das gewesen? Meine Eltern werden denjenigen sicher bestrafen, habe ich gedacht. Aber sie haben nur gesagt, endlich ist das Satanszeug weg. Und haben gemeint, dass meine Phase jetzt bald vorbei sein wird. Mein Bruder ist auch in der Tür gestanden und hat gelacht. Das habe ich so gemein von ihm gefunden. Schließlich habe ich mich so bemüht, seine alten, wertlosen Sachen zu verkaufen. Und er hat ja gar keine Ahnung, wie schwer und teuer es ist, die ganzen Bravo-Heftli noch zu bestellen. Und weil ich so beleidigt bin und nicht mehr gewusst habe, was ich ohne meine satanistischen Poster machen soll, habe ich mir einen Plan ausgedacht. In der Nacht, wo meine Eltern schon geschlafen haben, habe ich aus dem Portemonnaie von Mami 50 Franken rausgenommen und bin dann zu der Tankstelle gegangen und habe mir 2 Flaschen Wein gekauft. Ich habe alles vergessen und wollte tot sein. Darum habe ich den Wein in meinem Zimmer dann ganz allein getrunken und irgendwann ist mir schlecht geworden und ich bin bewusstlos geworden. Und mitten in der Nacht bin ich dann aufgewacht, weil ich Durst hatte. Dann habe ich gemerkt, dass ich gar nicht daheim bin, sondern im Krankenhaus. Eine Windel hatte ich an und eine Infusionsnadel im Arm mit einem langen Schlauch, wo Flüssigkeit reintropft ist. Eine Krankenschwester und meine Eltern und auch mein Bruder sind um mich herumgestanden. Die Mami hat ganz laut geschimpft, dass ich nur Probleme mache und eine Alkoholvergiftung habe und dass sie mich in ein Irrenhaus einweisen lassen muss. Und dann habe ich angefangen zu brüllen und mein Kopf hat brutal wehgetan. Die Krankenschwester hat gesagt, ich soll weiter schlafen und hat meine Eltern rausgeschickt. Sie sagt, dass meine Eltern das morgen mit dem Arzt klären sollen. Ich bin dann gerade wieder eingeschlafen und hatte ganz schlimme Albträume gehabt, weil ich will nicht eingewiesen werden. Ja. Eure Claudi 666. Sehr schön, dann nehmen wir Take 6. Poses. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom.